ihr Lieben, schön, dass ihr dabei seid heute bei einem kleinen Film von mir. Und zwar wollte ich heute diese Brötchen mit euch zusammenbacken. Es sind schon zwei, sind schon weggegessen, und zwar mit Lievito Madre habe ich die gemacht. Ihr könnt aber genauso gut auch einen Würfel Hefe nehmen, dann geht das Ganze alles etwas schneller. Was ich noch sagen wollte ist, das sind Kurkuma-Brötchen, wie man sehen kann. Also es ist jetzt kein Farbstoff, irgendwie Lebensmittelfarbe drin oder so. Und was ich noch dazu sagen wollte, ich habe mich mit der Heizart vertan. Und zwar habe das so eingestellt, dass die Wärme nur von unten gekommen ist. Dabei sollte die Wärme von oben und von unten kommen, dann wären die mir etwas mehr aufgegangen. Sind die trotzdem richtig, also kann ich euch zeigen, sind richtig schön. Gestern natürlich waren sie schön knusprig, aber jetzt sind die schön weich und schmecken super lecker. Wolltet ihr die knusprig haben, einfach in der Heißluftfritteuse rein und dann habt ihr wieder knusprige Kurkuma-Brötchen. Ja, und wie ich das gemacht habe, zeige ich euch in diesem Film. 170 Gramm Vollkorngetreide in den Mixtopf geben und das lassen wir für 1 Minute auf der Stufe 10 umfüllen. Dann habe ich hier 300 Gramm Mandelmilch genommen, 1 Teelöffel Zucker und 120 Gramm Lievito Madre, was ich einen Tag zuvor aufgefrischt hatte. Und das Ganze lassen wir für circa 30 Sekunden auf der Stufe 2 und stellen das langsam bis zur 4. Die anderen Zutaten reingeben, und zwar 170 Gramm von dem Vollkornmehl. Dann habe ich Manitoba-Mehl genommen, 330 Gramm. Ihr könnt genauso gut Typ 550 Mehl nehmen. Dann 5 Gramm Kurkuma. Und dann habe ich noch 8 Gramm Salz reingegeben. Und das Ganze geht dann für 2 Minuten auf der Knettaste. 50 Gramm Butter, dann nehme ich von Becel Omega 3, das ist ohne Palmfett. Und zwar brauchen wir davon 50 Gramm. Das lasse ich jetzt für 1 Minute auf der Knettaste. Das war's schon. So sieht der Teig aus und jetzt einfach nur in eine entweder Glasschüssel oder ja, so wie ich hier habe, eine Plastikschüssel genommen, und da holt ihr dann den ganzen Teig raus und dann verschließen und über Nacht in den Kühlschrank lassen. Ich wollte euch sagen, ich habe den Teig heute Morgen aus dem Kühlschrank geholt und dann wollte ich ihm ein bisschen Kraft geben und habe ihn dann gefaltet, und zwar einmal von oben nach unten, von unten nach oben, von rechts nach links und von links nach rechts, und habe es dann so ein bisschen wieder in Form gebracht, wieder stehen gelassen, in den Backofen reingetan, etwas Licht angemacht und dann erstmal noch mal so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde abgewartet, habe das gleiche noch mal gemacht. Und siehe da, er ist wunderbar aufgegangen, gerade unterbrochen worden vom Telefon. Ich meine, ich hätte alles gesagt und jetzt ist er wunderbar aufgegangen. Und jetzt hole ich den erst einmal aus der Form raus. Ihr könnt es aber auch drin lassen und ich glaube, das ist noch besser. Und dann die ganzen Körner hier in dem Teig verteilen. Und dann gebe ich erstmal so ein paar Kürbiskerne und Sonnenkerne mit rein und gebe etwas Sesam dazu. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Gut einarbeiten. So, und holen dann den Teig einmal raus. Und dann rollen wir das einmal zusammen. Und jetzt einmal teilen. Da mir die Brötchen jetzt also zu groß waren, habe ich anstatt 6 jetzt 7 gemacht und wollte noch mal zeigen, wie ich das gemacht habe. Also erstmal auseinanderziehen und dann immer zur Mitte hin. So. Zusammen machen. Drehen und dann einmal schleifen. 3, 4,
So kommt das jetzt aufs Backblech. Mit etwas Olivenöl nochmal so bestreichen. So. Und jetzt geben wir nochmal etwas von den Sonnenblumenkerne. Also da könnt ihr ja nehmen, was ihr gerne wollt, je nachdem. Und ein paar Kürbiskerne gebe ich auch noch mal dazu. Und etwas Sesam. Und jetzt werden die noch mal abgedeckt und für circa 3 Stunden an einem warmen Ort gelassen. Also es ist immer mal, dass man was machen muss, aber im Großen und Ganzen geht es. Ich werde ihn noch einmal ein bisschen einschneiden. Und die kommen jetzt in den Backofen rein. 200 Grad für 15, 20 Minuten. So, die Brötchen waren jetzt 30 Minuten in den Backofen. Ich hoffe, dass dieses Rezept euch gefallen hat. Freue mich auf eure Kommentare, ob ihr schon mal solche Brötchen mit Kurkuma gebacken habt. Ja, wünsche euch allen einen wunderschönen Tag und sage Tschüss, bis zum nächsten Rezept.